Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ihr seht, kriegt es bestimmt gerade mit, heute mit einem neuen Ton. Das Mikrofon läuft jetzt endlich und ich hoffe, dass man das jetzt auf den Videos besser versteht, was ich erzähle. Wurde das ein oder andere Mal bemängelt, deswegen dachte ich mir, machen wir was und jetzt gibt es einen neuen Ton. Ja, was haben wir hier? Eine 955S aus dem Jahre 2004. Mein vorletzter Erwerb quasi. Zu dem Auto ist jetzt nicht so viel bekannt. Also es ist ursprünglich eine italienische Erstauslieferung, hat dementsprechend italienische Dokumentation und auch keine Sitzheizung, macht aber erstmal nichts. Der Motor läuft an und für sich, also er lief. Ich habe das Auto auf meinen Trailer gefahren und vom Trailer wieder runter und danach war der Sprit leer und dann ist die Spritpumpe gestorben. Also anspringen tut er jetzt gerade nicht, weil Spritpumpe kaputt. Was hat er noch? Rundrum jede Menge kleine Mängel. Ich zeige es euch gleich im Detail, aber das dazu. Und das größere Manko ist, das Fahrzeug ist im Allradmodus hängen geblieben. Das heißt, die Quersperre ist drin und ja, er fährt jetzt nur noch Schrittgeschwindigkeit. Warum zeige ich euch ein Video von dem Auto? Weil ich das Auto wieder mit TÜV auf die Straße bringen möchte. Nicht für mich, der soll dann, denke ich mal, verkauft werden. Falls ihr also Interesse an einem schönen silbernen 955 habt, hier könnte er stehen. Aber erstmal eins nach dem anderen. Jetzt gehen wir erstmal rum. Ich zeige euch die Problemstellen, was alles zu machen ist. Es ist tatsächlich viel, aber es sind viel Kleinigkeiten. Und wie gesagt, das Verteilergetriebe. So, außen zu sehen, er ist Reflex Silber. Spiegel ist kaputt gefahren. Da konnte jemand nicht Auto fahren oder hat die Breite ein bisschen unterschätzt. Jedenfalls die Spiegelkappen oben und unten sind komplett zerstört. An und für sich Fahrzeug hat Xenon, also Bi-Xenon, wie sie ja dann alle haben. 4,5 Liter V8. Der Marder war kräftig am Nagen, also davon ist nicht mehr viel da von der Geräuschdämmung. Die muss natürlich raus. Gespielt haben sie hier auch schon dran. Es wurde mal versucht, das Problem in den Griff zu kriegen von einem Hinterhofmechaniker. Weiß ich nicht. Jedenfalls waren die anscheinend mit dem Auto völlig überfordert und es hat auf jeden Fall nicht zum Ziel geführt. Gut. Die Spiegelkappe hier, die ist auch beschädigt, war auch schon mal angefahren anscheinend. Sonst ist er ja schmutzig. Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht gewaschen. Ich habe so wie ich vom Händler geholt habe, ich jetzt hier hergestellt, weil er mich dann ein bisschen geärgert hat, weil er mich hat stehen lassen. Komm ein Stück ran. Die Innenausstattung ist eine Basisausstattung, also Leder an den Sitzen ist klar. Sonst ist allerdings nichts beledert. Also Armaturenbrett nicht, Applikationen nicht, hat auch kein Multifunktionslenkrad. Finde ich, sind Spielereien, kann man haben, muss man aber nicht. Das spielt jetzt keine große Rolle, ob das Fahrzeug das, also klar, wenn man das unbedingt haben will, dann ist es natürlich ein Ausschlusskriterium, aber ich sag mal, man braucht es nicht unbedingt. So, dann sind wir hier hin. Ups. So. Was hat er noch Schönes? Was eher selten ist, jetzt habe ich das Auto zugemacht, die Verdunklungsrollos hinten in den Türverkleidungen. Das finde ich tatsächlich ein cooles Gimmick, obwohl es das Auto nicht unbedingt braucht, weil sie ja serienmäßig eigentlich eh schon hinten getönte Scheiben haben. Ja, ansonsten, wie immer, das ist öfter mal kaputt. Die Blende von dem Zigarettenanzünder auch hier kaputt, wie immer, aber ich habe noch eine gute da. Doppelgurtschloss hier hinten, auch wie immer kaputt. Ich weiß nicht, was die Leute mit den Autos anstellen. Es ist mir manchmal ein tatsächliches Rätsel.
So, dann schauen wir von hinten. Von hinten ist er auch komplett. Ja, bis auf die Abdeckung hier hinten. Von der Abschleppöse. Aber sowas hat man ja auch nicht da. Als gut sortierter Händler. Genau, Heckklappendämpfer sind auch durch. Die Verkleidung hier hinten ist auch nicht mehr schön. Im Großen und Ganzen ist er sehr schmutzig. Was haben wir hier drin? Wer von euch kennt's? Ein Faltnotrad. Das Prinzip kurz erklärt, das ist ein Notrad. Das ist allerdings, das liegt hier zusammengefalten drin. Wenn man das jetzt rausnimmt und man pustet es auf, dann wird der Reifen, muss ich mal abstützen. Dann wird der Reifen in etwa so hoch. Also das ist schon richtig cool, die Technik. Man muss das danach auch nicht wegschmeißen, sondern wenn man das benutzt hat, kann man die Luft wieder rauslassen und kann das genau wieder so zusammenfalten. Und was cool gemacht ist von Porsche, die haben sich echt ein bisschen was überlegt. Man hat hier quasi, es sieht aus wie irgendwas, das ist ein Griff zum Lösen der Schraube. Mit diesem Griff kann man quasi die Schraube hier lösen und dann kriegt man das Reserverad raus. Das ist echt nicht schlecht, gut mitgedacht, aber ansonsten, wie wir sehen, ist das Bordwerkzeug auch hier unkomplett. Der Schlüssel für die Scheinwerfer fehlt und es fehlt auch das Felgenschloss. Ansonsten, ja, Luftfahrwerk hat er. So, den Deckel wieder runter und ganz zu. So. Luftfahrwerk hat er, wie man sieht, er ist ja im Hochmodus quasi hängen geblieben. Der sperrt ja gleich alles, also er ist, wie gesagt, die Lenksperre ist drin. Schrittgeschwindigkeit geht dann nur noch und das Fahrwerk ist so gut wie ganz oben. So, jetzt können wir uns mal einsetzen und können drin noch mal gucken, was drin noch alles los ist. Ersatzteile. Sicherung. So, genau. Jetzt sitzen wir drin. Also, das Kombi-Instrument hat einen Pixelfehler, das sehen wir jetzt gleich hier schon. Hier vorne das Porsche ist nicht mehr ganz richtig zu lesen. Das muss ich mal gucken, ob ich das... Schade. Naja gut, ihr habt es gehört. Das muss ich mal sehen, ob ich da ein neues Kombi einbaue oder ob man damit leben kann. Wenn jetzt die Zündung anmacht. Warum geht denn jetzt die Zündung nicht an? Ich vermute, meine kleine Batterie hat zu wenig Saft. Wir probieren es nochmal. Schlüssel raus. Schlüssel, Zündung. So. Genau. Was will er denn jetzt? Bremse betätigen. Genau, also wie gesagt, Luftfahrwerk. Die Bedienung dafür. Bei der Sperren sehen wir gleich. Hier leuchtet das rote Lämpchen. Das ist gesperrt. Deswegen eben auch der Fehler. Wir haben an Bord natürlich die Klimatronik. So wie man es halt kennt, mit getrennter Bedienung. Wir haben das PCM2 an Bord, das gerade rauscht, macht aber nichts. Also funktioniert auch einwandfrei. Und wie gesagt, Fahrzeug eben ohne Sitzheizung. Was gab es dafür? Dafür gab es ein Schiebedach, ein Schiebehubdach. Mal aufmachen. Funktionieren gut. Schön. Also, genau. Wie ihr seht, es ist an dem Auto viel Kleinkram zu machen. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, zum Schlachten wäre jetzt tatsächlich fast zu schade.
Ähm, Ich wage mich mal dran und werde mich dessen mal annehmen. Als erstes werden wir uns jetzt dann mal die Benzinpumpen vornehmen. Wie gesagt, da ist ja eine hinüber, die hat den Geist aufgegeben, weil der Tank komplett leer geworden ist. Ähm, und dann geht es halt an die ganzen anderen Kleinigkeiten. Hier die Blende ist nicht mehr richtig drauf, deswegen geht der Aschenbecher nicht auf. Und lauter so ein Kleinkram. Also prinzipiell ist die Mittelkonsole sowieso nicht mehr so die schönste, aber ich möchte jetzt nicht sagen, er ist abgelebt. Natürlich hier die Blende, die muss ersetzt werden, die haben sie kaputt gemacht. Das Handschuhfach ist im Eimer. Ja, und an diesem Prozess des Aufbaus, der Reparatur, dachte ich mir, kann ich euch teilhaben lassen. Deswegen wird es die nächsten Wochen jetzt mehr um dieses Fahrzeug gehen, wie erstmal um andere Projekte oder andere Sachen. Wenn euch gefallen hat, was ich mache, wenn ihr mehr von dem Auto sehen wollt, klickt den Like-Button, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt und wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!